Mein Name ist Heidi und in dieser Videoreihe nehme ich dich mit auf meinen Jakobsweg, den Camino Portugues da Costa von Porto nach Santiago de Compostela. Ich beschäftige mich viel mit mentaler Gesundheit und habe auch einen eigenen Podcast, Sinnspürer. Darin geht es um den Sinn des Lebens. Und mir persönlich gibt Reisen unglaublich viel Sinn, und wenn ich nicht mit meinen beiden Kindern verreise, dann bin ich sehr gern allein unterwegs. Ich lerne gerne neue Menschen und Orte kennen, spüre und schreibe und erweitere meine Perspektive. Der Jakobsweg ist ganz besonders und in dieser Videoreihe nehme ich dich mit in wundervolle Landschaften, den Pilgeralltag, Höhen und Tiefen. Und wer weiß, vielleicht inspiriert dich das auch für deinen eigenen Weg. Ich bin jetzt hier in München am Flughafen angekommen und fliege nachher los, habe einen Zwischenstopp in Düsseldorf und von dort weg geht es nach Porto. Ich laufe den Camino Portugues da Costa, also den Küstenweg, und habe mir direkt oder ziemlich in der Nähe des Flughafens ein Hostel gebucht. Und ja, mal schauen, ob das mit den Flügen so alles klappt. Heute Morgen, als ich losgegangen bin, war das so ganz unwirklich. Also jetzt habe ich mich so lange hier darauf vorbereitet und auch geplant, was ich genau mitnehme. Ich reise hier mit etwas größerem Handgepäck, aber noch Handgepäck, damit es nicht so umständlich ist und auch nichts verloren geht. Und ja, da war so viel Vorfreude da und auch Dankbarkeit, dass ich das so machen kann. Und ich bin jetzt schon stolz auf mich, dass ich so mutig bin, das zu machen. Mal schauen. Bin sehr, sehr gespannt jedenfalls. Im ersten Hostel bin ich angekommen, ganz cool, einfach mit PIN-Code konnte ich hier rein und bin in einem 4-Bettzimmer, ist alles sehr sauber und gepflegt. Jetzt werde ich noch nach was zum Essen Ausschau halten und dann mal sehen, wie die erste Nacht hier wird.
Nach etwa 4 Stunden Fußmarsch bin ich jetzt in Villa del Conde angekommen. Es waren jetzt ein bisschen über 16 Kilometer und die Strecke war nicht so schön zu laufen. Es ging an einer viel befahrenen Straße entlang und ich war sehr damit beschäftigt, den Autos auszuweichen. Aber ich bin jetzt am Meer angekommen, habe dort auch schon ein kleines Päuschen gemacht. Es ist sehr windig heute und ja, habe mein Gepäck schon im Hostel deponiert, das aber erst in einer Stunde den Check-in öffnet. Aber immerhin konnte ich den Rucksack schon dort lassen und vertrödel mir jetzt ein bisschen hier die Zeit. Genau wegen diesem Ausblick hier muss man einfach auch mal den Da Costa Weg laufen. Das war auch der Grund, warum ich hier laufen wollte. Schaut euch das mal an. Es ist einfach so schön hier zu laufen. Es geht zwar auch an der Straße entlang, aber es gibt einige Kilometer auch auf so Bohlenwegen, was richtig schön ist. Heute ist auch nicht so windig wie gestern. Also sehr angenehm. Überhaupt habe ich sehr angenehme Temperaturen. Es hat so um die 20 Grad, perfekt zum Laufen. Und wenn man hier unterwegs ist, viele wünschen einem einen Buen Camino, also guten Weg, gute Reise, guten Weg hier auf dem Camino. Und total süß. Gerade eben kam eine Dame mir entgegen, die ging mit dem Hund spazieren und hat mir hier diese Muschel geschenkt. Ich habe es gleich in meinen Anhänger hingemacht. Und ja, ich muss nochmal nachlesen. Ich glaube, es bringt Glück, wenn man jemand einen Buen Camino wünscht. Wobei mir auffällt, dass es eher die Älteren machen, die Jüngeren eher weniger. Ja, die Älteren, da hat es Tradition. Ja, ich laufe jetzt heute nach V, es sind ungefähr 20 Kilometer, also eine kleine Steigerung zu gestern. Ich habe ein bisschen Muskelkater, wichtig Magnesium nehmen, Elektrolyte nehmen aber mit diesem Ausblick, mit diesem Weg tut es dann noch halb so weh. Cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui.
Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã. Cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai. Heute geht es nach Viana do Castelo. Das sind so ungefähr 25 Kilometer, ein bisschen mehr wahrscheinlich, weil es ja auch durch bergiges Gelände geht. Und ja, bis jetzt die längste Strecke, die ich mache. Jetzt war ich gerade schon ein bisschen aus der Puste, weil es recht steil bergauf ging. Dafür habe ich hier einen wunderschönen Blick aufs Meer. Das könnt ihr da hinten sehen. Überall auf dem Weg verteilt sind Kirchen, wo man sich auch die Stempel abholen kann. Und heute früh hat es ganz schön geschüttet, was ich aber gar nicht so schlimm fand, denn für diese lange Wegstrecke, wenn es nicht so heiß ist, bin ich auch recht dankbar. Und ich konnte meine Regenjacke mal benutzen, sonst hätte ich die umsonst mitgenommen. Jetzt geht es weiter, es ist Mittag, ich habe ein Hostel reserviert für heute Abend und möchte nicht zu spät ankommen. Und ja, mal sehen, wie der Rest läuft. Genau da muss ich hoch. Das ist Santa Lucia. Da geht es ziemlich viel bergauf und soll viele Stufen haben. Ich bin wieder fresh. Es ist 7:45 morgens und ich bin gestern gut in Viana do Castelo angekommen, war aber wirklich eine anstrengende Tour gestern. Und ich bin hier im Monte Santa Lucia. Ihr seht hier die tolle Aussicht. Und es ist wirklich spektakulär hier oben. Und hier gibt es eben auch eine Herberge. Kann ich euch nur empfehlen. Und normalerweise sollte hier ein Bähnchen hochfahren. Und dann habe ich gelesen, dass die schließt kurz bevor ich ankomme und habe mich extra noch beeilt. Und dann war die aber generell out of order. Das heißt, ich musste oder durfte dann nach, weiß nicht, 27 Kilometer Fußmarsch noch über 600 Stufen hoch. Da hat es mir dann gereicht. Gestern Abend war noch schön Wetter, jetzt leider ein bisschen diesig, wobei es tut der Schönheit hier keinen Abbruch. Und jetzt geht es weiter nach Praia de Ancora heute. Das ist nicht so eine lange Wegstrecke.
Und da kann ich mich ein bisschen ausruhen bei den 16 Kilometern. Was anders ist, als ich dachte, ist, ich hatte es mir alles ein bisschen gemütlicher vorgestellt. Also wenn man in den Herbergen ist, die meisten brechen in aller Herrgottsfrühe auf und es ist jetzt im Moment nicht so, als wären die Temperaturen schon so heiß mittags. Also wir haben auch mittags so 18 bis 20 Grad. Jetzt bimmelt hier die Glocke. Und ja, eigentlich müsste man sie nicht so beeilen, aber der Leistungssport ist anscheinend hier auch angekommen und viele hiken, was das Zeug hält. Ich habe es lieber ein bisschen gemütlich und mache dafür mehr Pausen. Und es soll ja schließlich auch etwas Besinnliches hier haben. Es ist wirklich total schön zu laufen hier. Der Wald, die frische Luft. Es hat vorhin geregnet und deswegen ja, ist es auch nicht so drückend, aber wir haben auch noch früh am Morgen. No quiero llorar y no puedo dejar pensando en ti, pensando en ti. Y extraño tus besos y por todo lo que has hecho. Estoy agradecido, estoy agradecido. Y siempre tenía comida en mi plato. Y cuando andaba en la calle solo, nunca me dejaste. Sehr interessant, dieser Garten. Cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo estoy agradecido. Oh, me diste chance cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo estoy agradecido. Oh. Hey, papito, ¿cómo estás, mi amor? Ya quería saber eso, ¿ok? ¿Cómo estabas? Bueno, hablamos más tarde, besito, te quiero mucho. Bye, papi. Has trabajado cada día de tu vida, te he rechazado y tú me amaste todavía. No soy un santo, soy un gran fracaso, nunca voy a entender. El money viene y el money va, familia junta imposible de ganar. No son perfectos, a veces males